Verkehrsverstöße in Deutschland. Was ist auf den deutschen Straßen verboten und wie teuer wird es für dich, wenn du eines dieser Verbote nicht einhältst? Darüber will ich mit dir in dem heutigen Video sprechen. In Deutschland gibt es natürlich, wie du sicherlich weißt, viele Regeln und natürlich auch viele Regeln im Straßenverkehr, also für Autofahrer und Radfahrer, wenn sie auf der Straße fahren. Und genauso viele Regeln, wie es gibt, genauso viele Strafen gibt es natürlich auch, die du vielleicht bekommst, wenn du diese Regeln nicht beachtest. Wir können natürlich heute nicht über alle Regeln sprechen, das würde den Rahmen sprengen, das wäre zu viel, es würde zu lange dauern. Das wäre wahrscheinlich ein 10-Stunden-Video. Und da wir alle nicht so viel Zeit haben, habe ich mich nur auf ein paar Verbote und Strafen fokussiert, um dir einen Einblick zu geben, was passieren kann, wenn man in Deutschland ein Verbot, eine Regel nicht beachtet. Lasst uns zunächst auf die Autofahrer konzentrieren. Und wir fangen gleich mit dem ersten Vergehen an. Ein sehr typisches Vergehen, und zwar die Geschwindigkeitsüberschreitung. Geschwindigkeitsüberschreitung, das bedeutet, dass du zu schnell gefahren bist. Du hast die Geschwindigkeit überschritten. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, welche Art von Geschwindigkeitsübertretung du verletzt hast. Es kann sowohl in der Stadt passiert sein, als auch auf einer Landstraße. Außerdem spielt natürlich auch die Geschwindigkeit eine Rolle. Vielleicht bist du nur 10 Stundenkilometer oder 20 Stundenkilometer oder vielleicht sogar noch viel mehr Stundenkilometer, also km/h, zu schnell gefahren. Und zum Beispiel, ich habe mal recherchiert, da ich es natürlich auch nicht aus dem Kopf weiß, muss man, wenn man in der Stadt innerorts, also in der Stadt, 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, 115 Euro bezahlen und außerdem, das ist noch nicht genug, es gibt auch einen Punkt in Flensburg. Ein Punkt in Flensburg, was ist das? Ein Punkt in Flensburg, das ist so etwas wie ein Strafpunkt. In Deutschland gibt es so ein Strafpunktesystem für Autofahrer und das bedeutet, dass wenn du 8 Punkte gesammelt hast über die Zeit, vielleicht hast du viele Verbote missachtet, nicht beachtet, bist zum Beispiel sehr oft zu schnell gefahren, dann hast du viele Punkte bekommen und bei 8 Punkten wird dir der Führerschein entzogen. Also der Führerschein wird dir weggenommen. Also für eine Geschwindigkeitsüberschreitung bekommst du auf jeden Fall eine Geldstrafe und sie wird wahrscheinlich sehr teuer sein, also über 100 Euro, und es wird auch einen Punkt in Flensburg geben. Wenn du zum Beispiel noch schneller fährst, noch schneller, zu schnell, dann wird es natürlich noch teurer und es kann auch sein, dass du ein Fahrverbot bekommst. Zum Beispiel ein einmonatiges Fahrverbot gibt es für Leute, die 30 km/h auf einer Landstraße oder auf einer Autobahn zu schnell fahren. Es gibt eine Geldstrafe, einen Punkt in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Das ist also schon eine ziemlich heftige Strafe, oder? Dann natürlich etwas, was top aktuell ist die Nutzung des Handys bzw. des Smartphones am Steuer. Auch das wird teuer. Und zwar 100 Euro musst du Strafe bezahlen und du bekommst auch einen Punkt in Flensburg.
das Handy beim Fahren zu benutzen, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich habe schon oft gelesen von Unfällen, bei denen Leute auf das Handy geschaut haben und dann zu spät reagiert haben und einen Unfall gebaut haben. Sie haben einen Unfall gebaut, einen Unfall verursacht und das ist natürlich sehr, sehr schlecht, wenn jemand wegen des Telefons einen Unfall verursacht. Heutzutage ist das aber, glaube ich, keine Seltenheit. Ich sehe häufig andere Autofahrer, die, wenn sie im Auto sitzen, am Steuer sitzen, also der Fahrer, sie benutzen das Handy. Also das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Es ist nicht nur für euch gefährlich, sondern natürlich auch für alle anderen Menschen, Fußgänger, Radfahrer und andere Autofahrer. Und deshalb ist die Strafe auch hier mit 100 € und einem Punkt in Flensburg, glaube ich, nicht zu hoch. Dann gibt es auch eine Strafe für einfaches Überfahren einer roten Ampel. Und zwar musst du dann 90 € bezahlen als Strafe und du bekommst auch einen Punkt in Flensburg. Ich habe gerade gesagt, für einfaches über Rot fahren. Was ist einfaches über Rot fahren? Nun ja, es gibt auch ein Überfahren der roten Ampel und zwar mit Gefährdung. Das ist eine andere Kategorie. Mit Gefährdung, das bedeutet, dass du andere Leute, andere Autofahrer oder Menschen dabei gefährdest. Also du fährst über Rot und vielleicht verletzen sich die Leute oder die Leute bauen einen Unfall, weil du über Rot gefahren bist. Das ist über Rot fahren mit Gefährdung und das wird wesentlich teurer. Ich habe nachgeschaut und das kostet dann 200 € Strafe und du bekommst auch 2 Punkte in Flensburg. Und obendrauf gibt es noch ein einmonatiges Fahrverbot. Und das finde ich absolut gerechtfertigt. Das ist eine richtige Strafe, finde ich schon, wenn man über Rot fährt und andere Menschen gefährdet. Das ist schon sehr, sehr schlecht, denke ich, und sollte auch bestraft werden. Also es gibt natürlich diverse Vergehen, aber ich habe vielleicht noch ein letztes ausgewählt, und zwar, weil es auch ein Klassiker ist, und zwar das Falschparken. Falschparken, das heißt, wenn du irgendwo mit deinem Auto hältst, wo es verboten ist, zum Beispiel im Halteverbot oder absoluten Halteverbot, dann musst du auch eine Geldstrafe bezahlen, und zwar zwischen 20 und 55 € und vielleicht, wenn du Pech hast, kommt auch der Abschleppdienst, also ein Auto, das dich mit einem Haken, nicht dich, sondern dein Auto, aufnimmt und dann dein Auto wegfährt, von diesem Platz entfernt. Das ist ein Abschleppwagen, also das ist natürlich dann ganz schlecht. Da musst du zu so einem zentralen Ort gehen, wo all diese Autos, die falsch geparkt haben, hingebracht werden, musst dort eine Strafe bezahlen und kannst dann dein Auto wieder mitnehmen. Aber du musst natürlich dann erstmal zu diesem Ort kommen und mit Auto kannst du ja nicht dorthin fahren. So, das waren jetzt die Verbote und Strafen für Autofahrer. Aber natürlich, was ganz interessant ist, wie sieht es mit den Radfahrern aus? In Deutschland fahren ja sehr, sehr viele Menschen jeden Tag auch mit dem Fahrrad, zum Beispiel zur Arbeit, zur Universität, einkaufen. Und daher gibt es natürlich auch viele Regeln für Fahrradfahrer und natürlich auch entsprechende Strafen, wenn sie die Regeln nicht beachten. Schauen wir auf den Klassiker schlechthin für Radfahrer. Welches Vergehen ist das? Was denkst du? Ja, natürlich, es ist über eine rote Ampel fahren. Ich glaube, jeder, der mit Fahrrad gefahren ist, hat es vielleicht schon mal gemacht,
außer ich natürlich. Ich habe das natürlich nie gemacht. Und auch hier gibt es zwei Kategorien. Einmal eine rote Ampel überfahren und zwar ungefähr bei einer Sekunde rot. Also es ist eine Sekunde rot und du fährst noch über die Ampel. Dann musst du 100 € Strafe bezahlen. Natürlich nur, wenn du erwischt wirst. Und du bekommst auch einen Punkt in Flensburg. Also wieder diesen Strafpunkt zur Erinnerung. Und das ist aber nur bei ungefähr einer Sekunde oder natürlich auch mehr. Bei weniger als einer Sekunde, also wenn das genau in diesem Moment ist, dann kann es sein, dass du vielleicht Glück hast und keine Strafe bekommst. Aber bei länger, einer Sekunde und länger, dann musst du definitiv diese Geldstrafe bezahlen und bekommst diesen Punkt in Flensburg. So, und wie ist es jetzt mit der roten Ampel mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer? Du erinnerst dich, mit Gefährdung, also wenn du andere Menschen, andere Autofahrer vielleicht auch, andere Radfahrer in Gefahr bringst mit deinem Vergehen, also wenn du über Rot fährst, und dann kostet es dich schon 160 €, also 60 € mehr, die du an Strafe bezahlen musst. Und du bekommst auch einen Punkt in Flensburg natürlich. Ein weiteres Vergehen, das es gibt, ist das Fahren auf dem Gehweg mit deinem Fahrrad. Und zwar dort, wo nicht explizit steht, dass du auf diesem Gehweg auch mit dem Fahrrad fahren darfst. Wenn es da kein Zeichen gibt, ist es nicht erlaubt und dann bekommst du, wenn du auf dem Gehweg fährst und von der Polizei erwischt wirst, auch eine Strafe. Und zwar, das wusste ich auch nicht, es ist jetzt relativ teuer geworden. Ich habe gesehen, es kostet zwischen 55 und 100 € Strafe. Das finde ich schon ganz schön heftig. Es kommt natürlich darauf an, wo du, also auf welchem Gehweg du fährst. Aber ich habe auch schon mal Straßen erlebt, die sehr gefährlich waren für Fahrradfahrer. Und da haben Fahrradfahrer natürlich präferiert, auf dem Fahrradweg nicht zu fahren, sondern auf dem Gehweg, weil sie sich sicherer gefühlt haben. Ich habe das auch gemacht. Und ja, wenn man dafür dann eine Strafe zahlen muss, das finde ich schon bedenklich. Natürlich sollte man, wenn man auf dem Gehweg fährt, auf die Fußgänger aufpassen. Also man sollte sehr langsam fahren, das ist ganz wichtig. Und es gibt natürlich aber auch Straßen, da gibt es wirklich gar keinen Platz auf der Straße und es gibt Autos, die sehr schnell fahren und dann würde ich wahrscheinlich auch lieber auf dem Gehweg fahren. Natürlich sollte es ein Gehweg sein, wo es vielleicht ein bisschen mehr Platz gibt, also nicht nur so ein ganz schmaler Gehweg, aber in Deutschland, soweit ich das beurteilen kann, also meiner Erfahrung nach sind die Gehwege meist breit genug, dass, wenn man langsam fährt, dort auch genug Platz hat, um nicht nur ja, die Fußgänger umzufahren, sondern dass man langsam an ihnen vorbeifahren kann. Also diese Strafe, ja, man muss sie mit Vorsicht genießen. Ich bin auch schon mal auf dem Gehweg gefahren und wurde von der Polizei angehalten und sie haben mir keine Strafe gegeben. Sie haben nur gesagt: „Hey, du sollst nicht auf dem Gehweg fahren. Bitte pass auf, bitte fahre hier auf der Straße. Und wir verstehen, die Straße ist vielleicht nicht so sicher, aber das ist das Gesetz, das ist die Regel.“ Und dann habe ich gesagt: „Okay, ich mache es nicht mehr.“ Und dann habe ich keine Strafe bekommen. Also der Polizist war sehr kulant, er war sehr nett, flexibel. Er hat mir nicht sofort eine Strafe gegeben. Aber ich habe schon von Freunden gehört, die auf dem Gehweg gefahren sind und dann haben die Polizisten ihnen sofort eine Strafe gegeben. Aber ja, 55 bis 100 Euro, das klingt für mich relativ viel.
Was denkst du, ist das eine Summe, eine Geldsumme, die gerechtfertigt ist? Schreib das doch mal in die Kommentare. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal unbedingt. Und wenn du das Transkript zu der heutigen Episode haben möchtest, dann schau auf meiner Patreon-Seite vorbei. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Also, fahrt ordentlich auf den deutschen Straßen und bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt und tschüss!